In diesem Video möchte ich euch Tipps und Empfehlungen vorstellen, wie ihr die Lebensqualität für Vögel mit Gefiederstörungen verbessern könnt. Ähnlich wie Vögel mit Mobilitätsstörungen sind auch die federlosen Vögel häufig Mobbing und Angriffen von ihren Schwarmkollegen ausgesetzt. Auch hier bleibt nur eine Trennung des wehrlosen Handicap-Wellies vom Schwarm. Andererseits kann es sein, dass entweder der Partnervogel oder vielleicht sogar ein neuer Schwarmkollege den gehandicapten Vogel mit offenen Flügeln empfängt und sich gerade diesen eher ungewöhnlichen Vogel ohne Federn oder nur mit einer Teilbefiederung zum Partner auserkoren hat. Ob Federrupfer oder viruskranker Wellensittich, in jedem Fall solltet ihr die empfindliche Haut der Wellensittiche schützen, denn bei Stürzen fehlt den Vögeln der Puffer eines intakten Gefieders. Und auch der Streit unter Schwarmkollegen kann weitaus blutiger enden, wenn kein schützendes Gefieder die Schnabelbisse abwehrt. Häufig haben Wellensittiche mit nur einem Teilgefieder mit Schürfwunden und Blutergüssen zu kämpfen. Damit sich diese Wunden nicht entzünden, solltet ihr sie sofort mit Wunddesinfektionsmittel behandeln und mit steriler Gase verbinden. Vorher natürlich unbedingt die Hände desinfizieren und Eimerhandschuhe tragen, sonst können gefährliche Keime in die Wunde gelangen. Auf der nackten Haut der Vögel bilden sich auch ohne äußere Einflüsse häufiger Ekzeme, denn sie trocknet schneller aus. Allerdings ist es nicht ratsam, die Vögel mit Pflegecremes zu behandeln, wie wir das bei unserer trockenen oder rissigen Haut machen. Die Vogelhaut hat andere Bedürfnisse als unsere Haut. Und Wundcremes sind häufig zu fettig und meist auch parfümiert, was der Vogelhaut noch mehr schaden kann. Wenn ihr Veränderungen wie Erhebungen, sogenannte Federbalgzysten oder Entzündungen bemerkt, besprecht am besten mit einem vogelkundigen Tierarzt, wie die Therapie aussehen kann. Meist kennt der Tierarzt auch spezielle Präparate oder kann diese gleich selbst auftragen, die dem Vogel Linderung verschaffen. Bei wiederkehrenden oder chronischen Hautekzemen solltet ihr noch mehr auf eine saubere Umgebung achten. Wo immer es geht, solltet ihr die Umgebung und Lieblingsstützplätze der gehandicapten Wellensittiche mit Essigwasser reinigen. Das beugt auch anderen Parasiten vor. Mit der Bürzeldrüse am Hintern pflegen die Vögel ihre Federn und fetten sie mit einem öligen Sekret ein, das die Federn wasserabweisend macht. Wird sie nicht regelmäßig geleert, da keine Federn zum Einfetten da sind, kann sich auch diese Drüse entzünden, was dem Vogel starke Schmerzen bereitet. Versucht auf keinen Fall, selbst die Drüse auszuleeren. Das solltet ihr nur einem erfahrenen und vogelkundigen Tierarzt überlassen. Ich hatte bisher zum Glück nur milde Verläufe. Einen Federrupfer, der mit nackten Beinen dasaß und eher psychisch gestresst war, und Wellensittiche mit nicht nachwachsenden Schwungfedern. So blieben mir Zysten, Ekzeme und weiteres erspart, weil die Vögel das meiste Gefieder noch hatten. Besonders schwierig ist die Unterstützung von Vögeln mit Schnabeldefekten. Zwar können die meisten Vögel auch mit einem gebrochenen oder verkürzten Schnabel fressen und Körnchen entspelzen, aber ihr solltet ihnen das Fressen mit weichem Futter wie Keimfutter und weichem Gemüse oder Obst und in Maßen auch mit Eifutter erleichtern. Besonders in der Zeit, während der Schnabel nach einer Verletzung oder Operation noch heilt. Im schlimmsten Fall lässt sich der Vogel auch über eine gewisse Zeit mit einer Kropfsonde ernähren. Das solltet ihr aber nur einem vogelkundigen Tierarzt überlassen, da bei unsachgemäßer Fütterung die Gefahr besteht, dass ihr den Kropf verletzt oder Nahrungsbrei in die Luftröhre gelangt und der Wellensittich erstickt. Schwieriger auszugleichen ist der Instinkt der Vögel, den Schnabel als dritten Fuß beim Klettern zu verwenden. Auch hier solltet ihr es den Vögeln so leicht wie möglich machen. Setzt Kletterhilfen wie Rampen und Leitern nur mit mäßiger Steigung ein. So können die Vögel auch ohne sich mit dem Schnabel festzuhalten hochklettern. Auch hartes Knabber- und Schredderspielzeug sollte Wellensittichen mit einem beschädigten Schnabel nicht angeboten werden. Weiches Korkspielzeug oder Holzspielzeug aus Basalholz ist hier eine gute Alternative. Zwischenetagen in der Voliere verringern die Fallhöhe und schützen den Wellensittich davor, sich noch weitere oder schlimmere Verletzungen zuzuziehen. Hier seht ihr übrigens eine behindertengerechte Vogelzimmereinrichtung aus der Facebook-Gruppe Wellensittiche, Senioren und Handicaps, die ich nur empfehlen kann. Dort könnt ihr euch über die Bedürfnisse eurer Wellensittiche mit Handicaps mit anderen Betroffenen austauschen. Was habt ihr schon für Erfahrungen mit Handicap Valleys gesammelt? Teilt eure Geschichte gerne in den Kommentaren.